Gerhard Volkner von der Firma Volkner Reisemobile. Gerhard, das hier ist ein Traum, der Elva. Er ist keine 12 Meter lang, keine 10 Meter lang, sondern wie lang ist er denn? Ist 11,40 Meter, ist ein bisschen kürzer als der 12er. Hat ein paar Vorteile. Zum Beispiel kann man ein etwas größeres Boot dranhängen. Hat ein paar Vorteile, man kann größeres. Warum kann man ein größeres Boot dranhängen? Ja, weil man hat in der Zuggesamtlänge natürlich 60 Zentimeter mehr. Ach so, das ist auch reglementiert. Radstand. Ja, klar, das ist limitiert. Hat einen kürzeren Radstand. Wie lang darf denn der Zug insgesamt sein? Darf 18 Meter nur. Insgesamt? Ja. Mit allem? Nur ist es natürlich beim Boot so, da zählt ab Ende Anhänger der Überhang nicht. Also den kann man mitnehmen, bis 1,5 Meter. Ah, okay, verstehe. So, und das siehst du hier, also wenn wir gleich mal reinschauen, das ist ein klassisches Fahrzeug, so oder so ähnlich, baut er den Elva wirklich schon lange, oder? Ja, das ist der Elva, der ist relativ neu, aber das ist jetzt einfach der Elva und der kommt super gut an. Weil viele Leute sagen natürlich, komm, wir wollen ein bisschen kleiner, ein bisschen kürzer, so wie es geht, aber mit dem großen Motor. Der hat den Vorteil gegenüber dem Perfection, der hat natürlich den großen 11-Liter-Motor drin mit 500 PS. Der blubbert so ein bisschen. Ja, der blubbert. Den hörst du gar nicht. Das ist hier er heißt Elva Performance, hier ist er drauf. Das siehst du, die Leute machen laufend hier Selfies hier. Das bist du gewohnt, oder? Ja, klar, das ist natürlich ein interessantes Fahrzeug, ja. Wie die anderen auch. Und hier haben wir immer hier die Grundrisse, schauen sich die Leute an, die Preise und vor allen Dingen, was in den Autos drin ist. Also 1,285 Millionen Euro, da ist das Auto nicht mit drin, oder? Der PKW nicht. Aber das ist aus dem Grunde, weil da auch nicht nur ein Mini Cooper reinpasst, da kann man auch verschiedene andere Fahrzeuge reinstellen. Ja, das Schöne bei deinen Auszügen ist, das werden wir gleich mal zeigen, du kannst einfach drauffahren, du musst nichts verzurren und was du natürlich in der Praxis leicht bedienen kannst, das machst du auch gerne. Ja, natürlich. Alles, was den Menschen angenehmer macht, wird angenommen. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Rezept. Komm, wir zeigen das. Das ist total angenehm. Ich kann dir ja mal zeigen. Ja, zeig mal. Also das System ist immer dasselbe. Ich kenne es schon ein bisschen. Und zwar liegt der im Moment relativ tief, oder? Ja, der ist jetzt mit der Luftfederung ganz abgelassen, damit man hier einfach besser einsteigen kann. Okay, für die Leute. Ja. Bisschen bequemer. Ja, ist total bequem. So nutzt man den auch, wenn er irgendwo steht. Sag mal, der liegt jetzt nicht auf den Bälgen sich kaputt oder so? Nein, überhaupt nicht. Der hat ja Innenanschläge drin aus Gummi, da liegt er drauf. Alles klar. So, was ist zu tun? Was ist das? Ja, ich muss erstmal die Verriegelung aufmachen. Dann höre ich die 4 Bolzen aufgehen. Dann geht hier eine grüne Lampe an. So, dann kann ich das Plateau senken. Ich muss jetzt ein bisschen höher gehen, weil er abgelassen ist. Normalerweise, wenn man einen PKW auslädt. Kannst du mir mal einen Gefallen machen? Ja. Könntest du mal den maximal hochheben, heute ausnahmsweise mal? Ja, geht das? Natürlich kann ich das. Ich muss aber gucken, was auf der anderen Seite ist dann. So, sollen wir kurz mal gucken? Einmal besser mal eben gucken. Wir gucken mal einmal nach, was auf der anderen Seite ist. Nicht, dass wir irgendwas kaputt machen. Ist hier ein Wallout drin? Weil der hebt weiter, der kennt da keine Gnade. Gnade. Nicht, dass wir irgendwas hochheben. Hier ist nämlich ein Wallout drin. Genau. Tatsächlich. Und wie sieht's aus? Alles perfekt. Alles perfekt. Er heißt ja auch Performance. Ja. Das heißt, der könnte auch mal eine Tonne hochheben oder 2. Ja. Der könnte theoretisch mit jeder einzelnen Stütze 20 Tonnen nehmen. Bei dem Druck, den man 20 Tonnen? Ja, theoretisch. Mit jeder? Ja. 80 Tonnen? Aber die sind so stabil gebaut, nicht aus dem Grund, dass sie so viel heben, sondern eigentlich, dass sie die Quer- und Längskräfte wegnehmen können. Man muss sich vorstellen, wenn so ein Fahrzeug mal auf einer schiefen Ebene steht, der wiegt ja immerhin 18 Tonnen, dann schiebt er nach vorne oder nach hinten, nach rechts oder links. Dann darf sich natürlich so eine Stütze nicht verbiegen. Ne? Krass, und der hält jetzt die Torsionskräfte hält er aus? Das hält ja alles, das interessiert den gar nicht. Wir können jetzt sehen, der ist jetzt hier schon, ich weiß nicht wie hoch. Die Leute gucken schon ein bisschen verwundert hier. Guck mal. Da geht er da hin, ne? Fahr mal so hoch, wie es geht. Also man muss nicht so hoch, ja. Aber das haben wir jetzt mal einfach mal gemacht. Wenn wir jetzt einfach mal haben, dann machen wir das doch mal. Das ist, wenn man jetzt mal im Stehen die Räder wechseln will oder so, dann ist das sehr angenehm. Oder Schneeketten drauf machen. Die fallen ja nicht runter so, oder die Hufstützen auf einmal? Nein, die fallen nicht runter. Die haben Rohrbruchsicherung, eine andere Sicherheitsfunktion. Aber man kann auch schon sehen, das ist ein bisschen auch, das ist schon stabiles Material. Wir sagen bei uns Kernware. Kernware. Warte mal kurz, ganz kurz mal. Ich filme mal gerade vorne das Vorderrad. Da kannst du nämlich dich einfach drunter legen. Warte, ich mach das mal gerade. Also hier seht ihr, also das Vorderrad ist komplett frei. Alle 4 Räder sind frei. Ja, klar. Alle 4 Räder sind frei. Das heißt, du kannst jetzt Radwechsel machen? Ich könnte jetzt hier einen Radwechsel machen, locker, ja.
Was Ich hast kann du? aber hier drin, aber Ja. ich kann hier. Wir gehen mal rein. Kannst du da durch? Du kommst an die Technik. Hier ist Teile von der Technik, oder? Sind hier Ja, drin? das sind Teile von der Technik, die sind auch so angeordnet, dass man überall dran kann. Ne? Sag mal, ist die dicht? Kann die auch beheizt werden hier, die Die Garage? ist dicht und wird beheizt, ja klar. Weil hier im Moment ist ja ein Loch jetzt gerade. Jetzt ist ein Loch, ja. Aber es ist trotzdem beheizt. Also wenn die zugefahren ist, dann läuft die unter diese Dichtungsprofile und dann dichtet der ab und heizt auch richtig. Und das ist genau angepasst auf, klar, da vorne ist die Windschutzscheibe, da fährt er vorne rein. Du kannst nicht umgedreht reinfahren, das wäre doof. Nee, oder? das geht hier nicht. Ja. Da muss ich dann vorher wissen, dann kann ich den Tank hinten machen. Macht aber nicht so richtig Sinn. Du hast aber keine Lichtschranken drin, damit das ausgeschlossen werden kann. Das heißt, da muss der Benutzer schon seinen Kopf einschalten vorher, ne? Ja, naja, das ist nicht so. Wir haben rein mechanische, wir haben hier auch Sicherheitsanlauffunktionen und so, da sind Schalter hinter. Aber da ist ja das alte System und wir haben ein völlig neues System entwickelt und auch jetzt neu patentieren lassen. Wir haben im Grunde genommen das Rad neu erfunden oder unsere Garage neu erfunden. Da sind überall Vorhänge drin, über Licht und so, aber auch diese Funktionen sind ganz anders. Sie sind noch tausendmal besser wie hier und auch anders aufgebaut. Habt ihr neu gebaut? Das sehen wir. Da haben wir jetzt wieder 20 Jahre Schutz drauf. Und das hat uns viel Gedankenschmalz gekostet. Ist aber auch aus der Praxis heraus entstanden. Und das hier, das sieht man sehr schön, da ist ein Hydraulikstempel, der hält die Klappe hoch. Ja, da ist kein Hydraulikstempel, das ist ein Linearmotor. Linearmotor. Ja, Linearmotor. Und der drückt die Klappe hoch. Über diese Kinematik hier, das entwickeln wir auch alles selber. Ist es eine Spindel quasi, oder? Ja, man muss sich vorstellen, genau. Im Grunde eine Trapezspindel, die über einen Getriebemotor angetrieben wird. Okay, verstehe. So, das heißt, die kann auch nicht runterfallen, wenn die Hydraulik, gibt ja keine Das ist Hydraulik. eine mechanische Sperre. Okay, verstehe. So, und jetzt kannst du den Wagen, ist jetzt rausgefahren, jetzt kannst du das Auto ablassen. Jetzt kann ich ihn ablassen und dann kann ich damit runterfahren. Das ist auch eine Kunst. Es ist auch ein bisschen eine Kunst, die Anlage so hinzukriegen, dass die einen absoluten Gleichlauf hat. Das ist jetzt hier schön zu sehen. Die gehen alle 4 Stützen, gehen gleichmäßig raus und rein. Aber das ist eine Kunst, mit einer Hydraulik so was hinzukriegen. Weil der auch unterschiedliche Lastverhältnisse hat. Sobald ich den jetzt hier anhebe, musst du dir vorstellen, kriegen wir da einen Druckpunkt auf den Stützen und haben nach hinten den Hebel. Das heißt, ich habe hier einen ganz anderen Druck auf den Stützen als da. Und wenn ich dann nicht meine Stützen mit einem absoluten Gleichlauf hinbekomme, dann würde der sich hinten oder vorne oder rechts oder links würde der sich senken. Das tut der nicht. Der geht ganz gleichmäßig rauf und runter. Ist auch egal, wo der steht. Das sind so die Sachen, die im Hintergrund ablaufen. So, jetzt kannst du losfahren eigentlich, oder? Du kannst jetzt runterfahren. Du kannst auch vorwärts runterfahren. So, und wenn du gerade noch mal die Fernbedienung reinlegst, wir gucken uns mal eine Sache an hier draußen. Du hast natürlich jede Menge Schienen hier drin, zum Beispiel Airline-Schienen, das heißt, hier ginge auch ein Motorrad drauf. Ja klar, wir haben auch 4 Motorräder drauf. Mit Leute, die haben Motorräder, Fahrräder oder 2 oder 3 Motorräder drauf, sogar 4 kann man hier hinten sehen. Warum muss sich das Fahrzeug nicht verriegeln hier? Das heißt, Der sitzt so da drin in den Mulden, dass er im Grunde genommen die Bremsmomente nicht überwindet nach vorne. Okay, das heißt, du machst die Handbremse dran. Handbremse, Gang rein, steht er da drin. Du musst ihn nicht festziehen. Nein. Das ist ein Traum. Das ist die Verriegelung. Das ist ja eine automatische Verriegelung, sagen wir dazu. Wenn er hochgefahren ist, sitzt er wie ein bombenfest, im Grunde fast wie eingepresst da drin. Komm, wir gehen mal einen Schritt zurück, dass wir uns das mal gesamt angucken können, das Kunstwerk. Es macht dir Spaß hier, das zu zeigen, oder? Ja, sicher, ist ja ein super System. Vor allen Dingen für den Benutzer. Ne? Ist sehr, sehr angenehm zu benutzen. Benutzerfreundlich. Benutzerfreundlich, ja. So, wir fahren noch mal rein. Komm, die Leute gucken da. Und der Sohn. Also jetzt noch mal hoch mit dem Auto. Ja, das spielt auch überhaupt keine Rolle, wo der steht. Hier haben wir natürlich jetzt einen geraden Boden, das ist einfach. Aber den könnt ihr genauso gut auf Wiese auslassen oder auf Schotter oder so. Man sollte immer versuchen, einen glatten Boden zu haben, aber das ist auch kein Problem. Das können wir übrigens auch mal zeigen. Das rollt hier, oder? Da sind Rollen drunter, aber der ist vorne so ein bisschen gebaut, sag ich mal, wie so eine Planierraupe. Da kann man sehen, der hat ein Abkantprofil. Und wenn der sich dann aufsetzt auf Schotter oder so, dann schiebt er das so weg. Ach, ich kann das für den Straßenbau verwenden quasi. Zum Beispiel, ja. Sehr schön. Das Schöne ist, haben wir auch schon oft gehabt, wenn wir irgendwo auf dem Stellplatz stehen und da ist ein unebener Boden, dann fahre ich einmal die Plattform raus und rein, dann ist der gerade. So, und du fährst das Auto jetzt komplett hoch quasi. Was war denn jetzt hoch? Das heißt, der senkt sich jetzt ganz ab, weil der in der Luftfederung ganz nach unten gestellt ist. Ne? Also der normale Ausladevorgang wäre folgendes. Man fährt das Fahrzeug, also das Reisemobil mit der Luftfederung ganz hoch und lädt dann aus. Okay, verstehe. Dann fährt er von der Natur, ist er jetzt ganz abgelassen. Dann fährt er hier ungefähr so 12 cm höher. Ja, und dann ist der oben und dann lasse ich den ab.
Das ist viel einfacher. Ja, das ist einfacher für die. Aber es geht auch so. Ja, geht alles, das ist kein Problem. So, Hast ja gesehen. bitte mal zumachen, die Klappe. Kannst du das? Ja, natürlich. Der lässt sich auch vom iPad her bedienen. Das habt ihr aber letztes Jahr schon gesehen, haben wir gezeigt. Haben wir gezeigt. Aber Das ist eine super Sache, ja. ich liebe die Fernbedienung, weil die kann man nicht verlieren. Nee, die kann man nicht verlieren. Ich liebe die auch. Die war ursprünglich mal als Werkstattfernbedienung gedacht, um die Autos zu testen. Aber seitdem hat die sich etabliert. Ja, die Klappe geht nicht ganz zu, ne, oder? Nein, das ist richtig. Die wird jetzt verriegelt. Kann ich mal eben zeigen? Ja. Damit da auch keine Hand dazwischen kommt, oder? So, genau so ist es. So, dann machen wir nur einmal, das ist ganz einfach. Klack. Das war's. Das war's. Ja. Die Klappe ist komplett aus Alu. Die Klappe ist komplett aus Alu gefertigt, aus einem Stück, kann man sehen. Wir haben eine große Abkantpresse, die kann die in einem Stück abkanten und die Profile herstellen. Dann werden die Seiten eingeschweißt, verputzt und dann lackiert. Sag mal, wäre doch eine coole Gelegenheit, um beim Zoll in der Schweiz die Autos zu importieren. Weil, war ein Scherz. Haben Sie schon mal einen festgelegt? Ist so, oder? Es war, wirklich. Ja. Weil, ich meine, du musst ja wissen, dass hier ein Auto drunter ist. Aber wenn er sagt, machen Sie mal hier einen Kofferraum auf, dann sieht das ja. Genau. Ist schon passiert. Aber ist nachher glimpflich ausgegangen. Ja, ich denke auch. Komm, wir zeigen mal eine Kleinigkeit. Der Motor ist hinten. Der hat den Motor hinten, ja. So, und das ist eine Besonderheit, das ist ein Busprinzip. Die haben die Motoren hinten. Es gibt ja noch den Mittelmotor. Ist das im Bus noch gebräuchlich, Mittelmotor? Naja, den Mittelmotor gab es mal, den gibt es aber nicht mehr, leider nicht mehr. Weil da war ein wunderschönes Fahren mit, aber das ist von den neuen Abgasnormen nicht mehr realisierbar. Und dann haben die den nicht mehr weiterentwickelt, den Motor. Und deshalb gibt es jetzt eigentlich nur noch die Heckmotoren. Gibt aber auch Busse mit Frontmotoren, gibt es auch Buschassis. Aber die sind für uns ungeeignet, weil dann hätten wir eine Kardanwelle oder Langträger drin oder so. Wir haben uns eben drüber unterhalten. Wärme hinten, das sieht man hier, der Actros, der hat den Motor vorne, hat den Kühler vorne, ganz anderes Prinzip. Genau. Du verlierst ja jetzt alles für den Motor vorne und du hast die komplette Lautstärke vorne, das will man ja nicht. Ja gut, die Baureihe machen wir auch noch, aber das ist natürlich eine ganz andere Sache. Da kann man miteinander nicht vergleichen, da muss man fair sein. Das ist ein LKW. Nein, ich sag mal, das ist ein LKW. Ja, das ist ein LKW, der ist dafür gebaut, Lasten zu transportieren. Und der ist dafür gebaut, Personen zu transportieren. Das ist eine ganz andere Nummer. Der ist von vornherein ausgelegt für Komfort, Federungskomfort. Der ist für 100 Stundenkilometer ausgelegt. Also der hat eine ganz andere Übersetzung, ein anderes Drehzahlband. Der hat den Motor hinten, der hat ganz andere Bremsen. Das ist ein ganz anderes Fahren. Die Automatik schaltet anders, muss man auch wissen, ganz weich. Also man muss so ein Auto fahren und dann im Anschluss so ein oder umgekehrt. Dann merkt man das ganz dramatisch. Achsen, du hast mir erzählt, die Einzelradaufhängung habt ihr. Ja, was ist das für ein System hier bei denen? Das ist Starrachse. Starrachse Luftfederung und die haben Einzelradaufhängung. Und der Unterschied in der Praxis? Der Unterschied in der Praxis, eine Einzelradaufhängung läuft natürlich ganz anders. Das kennst du ja von der Spur her, wenn du eine Starrachse hast, dann nimmt der das andere Rad immer so mit. So, das andere Rad neigt sich ja und das passiert hier überhaupt nicht. Der liegt immer gleichmäßig auf der Straße und federt auch unterschiedlich ein. Wenn ich jetzt hier durch ein Schlagloch fahre, dann arbeitet zwar das rechte Rad, aber das linke nicht mit. Das ist bei der Starrachse nicht. Das ist ein Unterschied. Und das dokumentiert sich nachher im Fahrkomfort. Ich glaube, man muss die Unterschiede sehen. Also allein das Heckmotorprinzip, das baut ja so, glaube ich, gar keiner mehr. Wer baut noch Heckmotoren, Reisemobil in Deutschland? Busse alle, ist klar. Ja, Busse, Setra. Der entscheidende Vorteil ist einfach der Einschlagwinkel vorne. Man muss sich vorstellen, man hat keinen Motor vorne. Dadurch habe ich eine ganz andere Lenkgeometrie. Ich kann die Räder ganz anders einschlagen. Und ich habe keine Hitzeentwicklung. Aber was noch entscheidender ist, ich habe keine Vibration auf dem Körper, die ich eigentlich so am Anfang gar nicht merke. Aber wenn ich Stunden mit dem Fahrzeug unterwegs bin, habe immer die Vibration auf dem Körper, wird man müde. Diese Müdigkeit, die ich mit diesen Fahrzeugen habe ich da überhaupt nicht. Das ist Ich merke das, es gibt so Geräusche, die am Anfang mich gar nicht nerven. Also gerade so Getriebegeräusche und so, am Anfang sind die immer ganz leise, aber nach 4-5 Stunden, genau, dann nerven die. dann nerven die richtig. Ja. Und genau so muss man sich ja vorstellen. Okay, sag mal, wer ist denn auf das Prinzip mit der Mittelgarage und genau wie es hier ist? Du bist ja einer der, ich glaube sogar der Einzige, der das mit Mittelgarage baut, ja. Das ist ja sehr aufwendig. Das heißt, sehr aufwendig, ja. Wir müssen fast alles selber bauen. Auch das Chassis, das ist alles bei uns produziert und vor allen Dingen konstruiert, ausgedacht, entwickelt, patentiert. Das ist nicht mal eben so ein Weg, wo man sagt, oh, jetzt baue ich das mal eben. Sondern es ist schon ein Prozess, wie bist du darauf gekommen? War das irgendwie mal... Ja, ich fahre ja selber leidenschaftlich gern Reisemobil. Und das hat ja schon vor über 30 Jahren angefangen. Dann habe ich mir gedacht, mal, musst du hier und musst du da. Und bin ich mitgefahren. Alles toll. Dann hatte ich kein PKW, dann hatte ich so wenig Wasser, dann hatte ich keinen Strom. Und gezielt auf diese Sachen bin ich losgegangen. Ich will es zusammenfassen. Den letzten, den ich hatte, der war auf dem Actros 10,50 Meter. Der hatte auch einen PKW hinten drin. Und dann musste man immer, weil der PKW hinten steht, die Betten überbauen, die Schränke, da muss man immer den PKW überbauen.
wenn der über die Achse geht, der über die Achse geht, wer steht hier im Innenraum? Da muss ich irgendwie innen verschwinden. Ja, da gibt's eine Treppe dann, da muss nach oben gehen. Genau, und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, wo kann das Auto am besten stehen? Wo wäre der optimale Platz? Und habe mich von allem gelöst. Habe einfach nur ein leeres Blatt Papier genommen, 2 Reifen drauf gemalt und habe gedacht, so, da könnte der stehen. Da wäre der weg und da habe ich den überhaupt nicht. Aber wie machst du das? So, und dann kam der Gedanke, Menschenskinder, da musst du einen Heckmotor haben, weil du brauchst keine. Und dann fing das an. Und wenn ich einmal so einen roten Faden habe, dann lasse ich da nicht mehr locker. So, und da ist der daraus entstanden. Und Prototyp, wann hast du den ersten gebaut? Der war 2006 hier. Und was war das für ein Der war Auftritt? ein Volvo. Ja, der war natürlich eine Sensation, hat ja noch nie einer gesehen. Haben die Leute das direkt kapiert? Ich meine, ist ja unschwer. Also der war überhaupt undenkbar. Da stand ein Auto drin, der geht ja nie da raus. Was macht er denn da? Ist ja alles nur Show. Und also da waren Sprüche von A bis. Wir haben das natürlich dann x-mal gezeigt. Ja. Und dann kam das große Erstaunen, weil es keiner dran gekommen, dass man das Auto ja annimmt. Der passt doch gar nicht da drunter her und so. Ich habe am Anfang auch gedacht, ihr macht das einfach nur, weil ihr es könnt, weißt du? Aber das hat so viele Vorteile. Du hast das Gewicht genau im Mittel. Ja, man, das hat unheimlich. Also ich sag mal so, ganz ehrlich, dieses Fahrzeug, dieses Konzept hat eigentlich keine Kompromisse. Du hast innen einen geraden Raum, den du ausbauen kannst und freigestalten kannst, wie du willst. Du hast einen niedrigen Schwerpunkt. Du hast einen Heckmotor, Buschassis. Mehr geht einfach nicht. Sag mal, Stauraum, gab es da Leute, die sagen, jetzt habe ich weniger Stauraum im Doppelboden? Ja, auch, aber ist aber nicht so. Ist nicht so. Weil man muss sich ja wir können ja gleich mal die Stauräume angucken, die sind brutal groß. Hier ist zum Beispiel der hier, guck mal, nur der kleine hier, sag ich jetzt mal, der ist so klein gar nicht. Da kann man hier, ich sag mal, drin sitzen. Da muss ich mich recken, um oben dran zu kommen. Ja. Zeig mir ein Auto, wo du das machen kannst. Hier, gibt's nicht. So. Und der kann hier über 2 Meter durchladen. Hier ist noch eine Durchladefläche. So, und dann hat er auf der anderen Seite neben dem Auto, muss man sich vorstellen, die Autos sind 1,80 Meter, 2 Meter breit. Aber der ist ja 2,50 Meter oder 2,55 Meter breit. Also hat er noch 50 bis 60 Zentimeter breite Stauraum über die ganze Länge der Garage. Und da passt eine ganze Menge. Sollen wir das mal angucken? Ja, da können wir gerne angucken. Komm, stell den nur mal eben wieder ja, stell mal wieder hin. Das ist auch immer wieder schön zu sehen. Da machen wir die Kordel noch mal rein. Da ist die Klappe. Ja, das mit den Linearmotoren, die müssen ja auch linear laufen, beide. Ja, natürlich. Besser wäre das, ja. Besser. Auch hier diese Kinematik zu entwickeln, ja. Anschlag. Muss ich erklären. Das, ist doch kein Problem, haben die Busse da alle. Ja, nichts haben die Busse. Weißt du warum? Warum? Ganz einfach. Beim Bus, der hat zwar eine Parallelschwenkklappe, die hört aber hier auf. Das heißt, die steht im Laderaum. Interessiert keinen Menschen, wenn man einen Koffer einlädt. Ja. Aber du hast gesehen, diese Klappe, die ist ja dick isoliert. Guck mal hier, die ist 60 mm dick. Ja. Die muss Folgendes machen. Die muss erstmal so gehen und dann muss die so weit hochfahren, dass die Unterkante über den Rahmen geht, dass das Auto rauskommt, dass wir den maximalen Platz rauskommt. Dass es gerade ist, ja. Ja, und da ist eine Kinematik hinter, die musst du mal entwickeln. Da bist du bei dir ist so, man muss genau hingucken. Man entdeckt wie in einem guten Spielfilm. Wenn du dreimal guckst, immer wieder was Neues. Da muss man genau hingucken, weil da sind so viele Dinger im Detail. Das ist brutal. Ich finde das. Man nutzt mir die Klappe, wenn die hier aufhört, hochzugehen. Ne? Ja, genau. So, aber das so, dass der hier so rumgreift bis oben hin, ist schon, eine Überlegung drin. Also was ich cool finde, du hast gerade investiert in zum Beispiel Roboter, die machen Sternenhimmel, können die fräsen mit einem 1 mm, die können aber auch mit einem dicken Bohrer. Habe ich noch nie gesehen, das ist unglaublich. Haben wir jetzt gekriegt, so eine Anlage. Mache ich für meine Kinder, die haben da Spaß dran. Ich habe gesagt, komm Papa, kauft einen Roboter. Der kann 18 Meter lang und 6 Meter breit und da ist so ein Fräsaggregat drauf, 12 kW und ein 1 mm Bohrer drin. Und da haben wir einen Sternenhimmel gefräst mit dem Sternzeichen von dem Mann. Fisch war das. Dann hat er die 500 Löcher gebohrt mit einem 1 mm Bohrer. 500 Löcher, ohne den einmal abzubrechen. So, das habe ich noch nie gesehen. Schaffst du nicht mit dem. 1 mm Bohrer? 1 mm, ja. Und für die großen Sternzeichen 2 mm. Und der könnte die natürlich, wenn er jetzt einen Wechsler hätte, dann auch einsetzen, die LEDs, oder? Der hat die dann weggelegt und hat sich den 2 mm genommen. Also das sind immer so Werkzeuge. Achso, der hat einen Werkzeugwechsler. Ja, klar, da sind so 20 Werkzeuge auf der Reihe. Wir fahren ja auch die großen Aufbauplatten da drauf, Möbelbau und alles. Okay, das heißt, du kannst bestimmte Bauteile dann in Serie fertigen, oder? Ja, wir haben ja eigentlich keine Serien, aber da... Achso, du kannst Sachen, die der Mensch dann machen müsste, ganz genau. Wir haben zum Beispiel eine ganz komplizierte Getriebeplatte. Die sitzt hier drüber, über dem Getriebe. Das Getriebe muss nach innen hin richtig isoliert sein, damit wir die Hitze von den Getrieben und so nicht nach oben kriegen. Die hat nach unten, ich weiß nicht wie viel Ausnehmungen, Schrägen und da muss bearbeitet werden wie verrückt. Aber von oben sitzt die Bodenheizung drin für die Tanks. Ja. Und noch ein paar Ausnehmungen und Kanäle für Abflussleitungen. Also ein hochkompliziertes Teil. Wird die gefräst? Ich will es kurz machen. Ja. Wir brauchen 2 Schreiner bei uns, brauchen dafür einen ganzen Tag. Ja. So, und der macht das in 12 Minuten im Schleichgang. Wir haben noch nicht mal volle Leistung gefahren. 12 Minuten. Der nimmt die Platte, legt die drauf, bearbeitet die eine Seite, dann holt er sich so einen Sauger, dreht die Platte rum, bearbeitet die andere Seite und legt die schön auf die Palette. Fertig.
Super. Krass, das heißt, die Leute können dann was Sinnvolles Die können machen. dann Montage machen, weil da fehlt bei uns jede Menge. Ne? Oh ja, So, und sehe da ich. gehen wir immer mehr hin auf diese. Also Sachen, die wirklich ein Roboter machen kann, also Ja. die dann, ja. Wir haben große CNC-Maschinen, also wir haben eine riesen CNC-Fräsanlage. Das ist aber eine 2D-Anlage. Die taucht ein, fährt Kontur. Ja. Super Erleichterung, habe ich vor ewigen Zeiten gekauft. Und auch eine Brennschneidanlage. Aber der hat 9 Achsen. Das heißt, wenn wir Modellwechsel machen, wie jetzt zum Beispiel, können wir unsere Negativmodelle darauf fräsen. Die Bugmasken, die Heckmasken, alles was an Profil, Armaturenbrett, da müssen wir ja alles bauen, das fräsen wir alles. Ich habe das mal bei Letec gesehen, da haben die eine Handyhalterung gefräst aus dem Vollen, also aus dem Aluminiumblock. So, und wir gehen jetzt her und machen das Auto, ehrlich, dieses Auto mit Aerex, mit Schaum, da werden so ein paar Platten aufeinander geklebt, ganz primitiv. Dann spannen wir die fest und dann fräst er das Auto so in der Kontur 1:10 daraus. Zack. Echt als Modell. Als Modell, unglaublich. Ja. So, und jetzt sind wir dran gerade, also die Fräsanlage läuft komplett. Und jetzt fährt er ein Stückchen weiter, deshalb ist die auch so lang und dann kommt ein Wasserstrahlkopf drauf. Ja, da kommt ein Wasserstrahlkopf drauf und dann können wir auch Materialien drauf fahren, die wir eigentlich sonst nicht bearbeiten können. Was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Kunststoffe. Und Leder? Zum Beispiel Leder oder zum Beispiel diese Gläserhalte, die du eben gesehen hast. Die fräsen wir jetzt auf der konventionellen CNC, die müssen wir aber immer unheimlich nacharbeiten. Das hat man dann da alles nicht. Ne? Verstehe. Also du investierst ja sehr viel Geld, bedeutet Immer in Technologie. immer wieder in Technologie. Gibt's da Zuschüsse schon mal, dass das Land NRW sagt, komm, wir geben dir mal 5 Millionen? Nee, habe ich mal probiert, aber das ist so ein Zirkus, das will ich alles nicht haben. Das ist Aufwand ohne Ende. Und also wir machen wir machen so, wie wir können, aus einer Kraft. Ich habe das mal probiert, wirklich jetzt. Und ich mache auch Leute geben, die sind damit zufrieden, kommen klar, aber für uns war das EU-Förderung, also wenn du so siehst. aufwendig für uns. Also das, nee. Okay, das heißt, du kannst es ja von der Steuer dann letztendlich absetzen ein bisschen. Man braucht ja Abschreibung. Ist nicht einfach für unseren kleinen Betrieb. Ne? Also man muss immer up to date bleiben und die Fernbedienung hat natürlich einen festen Platz und wir machen die Klappe mal zu, da haben wir es komplett mit drin. Und das Auto, wir können es ja da vorne mal absperren, dann geht keiner rein. Komm, wir gehen mal auf die andere Seite, gucken uns mal an, was du noch hast. Was ist das hier eigentlich für ein Hahn? Ist das hier, ist das hier zum Befüllen? Ja, da kann man Wasser befüllen. Man kann den von 3 Stellen aus befüllen, den Wasser. Da kann man nochmal dann zerren, ne? Um den Wassertank zu befüllen. Sehr schön. Oder leer laufen zu lassen. Dann haben wir auf der anderen Seite und hinten am hinteren Punkt auch nochmal. Achso, der läuft von alleine leer. Das ist der tiefste Punkt. Ja. So, dann komm mal mit. Ja. Dann zeigen wir das mal gerade. Also, wir haben über das Thema Stauklappen. Wenn ich hier jetzt aufmache, dann habe ich Stauklappen. Ja. Schlüssel dabei. Und die sind komplett aus Aluminium geschweißt. Ja, die sind erstmal gekantet Ja. auf einer CNC-Maschine. Hier ganz rum, die Profile. Und die Kanten hier, die kann man nicht rumkanten, weil du hier eine Profilierung hast. Ne? Ja. Das heißt, die machen wir am Laser hier, diese Profile, die werden am Laser gemacht. Dann werden die auch abgekantet, damit die Dichtung aufgesteckt werden kann. Und dann werden die hier ringsrum werden die verschweißt. Ringsrum. So, und das Ganze wird dann Mit der nochmal. Anlage, ja. Und dann Das wird sieht das man. verputzt, geschliffen und Da ist noch ein Filler drin, so eine ja, das ist Dichtmaße. natürlich dann abgedichtet. Ne? Da muss ich mal aufpassen mit dem Aluminium. Aluminium ist gefährlich, wegen Korrosion. Dieser Alufraß. Alufraß, ja. Und da Gut. haben wir auch ein paar Tricks drauf. Am Anfang, als ich angefangen habe, vor 25 Jahren, haben wir da viel Probleme mit gehabt. Heute ist das gar kein Thema mehr. Man muss aber das Aluminium bearbeiten am Schweißen, sonst ist man tot. Und das, ich weiß nur, dass man zum Beispiel bestimmte Bleche muss man ganz getrennt aufbewahren, weil die sich gegenseitig nicht riechen können. Genau. Das ist Kontaktkorrosion, sagt man dazu. Ja. Das ist, wenn 2 verschiedene Materialien aufeinander liegen. Das kennt man, wenn man irgendwie, was weiß ich, einen Stahlnagel in eine Kupferleiste schmeißt oder so. Und da muss man auf jeden Fall voneinander trennen, das ist ganz wichtig. Also das Auto ist sehr gut, wenn du jetzt von England in Richtung Frankreich fährst für Flüchtlinge. Das heißt, du musst in jede Klappe reingucken. Nee, jetzt ohne Scherz. Also du musst Aber schon. hier, guck mal hier. Was willst du denn noch mehr haben? Das ist Stauraum, das ist warm. Nee, die haben mir jetzt Leute erzählt von Marokko, die sind rausgefahren und da hat sich einer auf der Fähre hinten am Fahrradträger festgemacht. Ehrlich? Ja, echt. Also dann ist so passiert. Der Dennis und Tanja, die sind dahin, die Illo und Mops sind gefahren Ja. und da hat sich einer kurz vor der Fähre ist auf den Radträger draufgesprungen und hat versucht dann auf die Fähre zu kommen. Und das ist dann so. Sag mal, sind die Fahrzeuge viel unterwegs im Ausland, auch außer von Europa auch? Ja, auch. Auch wo zum Beispiel? Ja, die laufen natürlich überall, die laufen weltweit. Ja. Aber die meisten laufen hier im nahen Europa. Das heißt also Deutschland, Schweiz und Frankreich. Jetzt in Österreich haben wir mal verkauft. Sag mal, hier die Rohre oben drüber, sind das Leerrohre? Oder?
Das ist Vorbereitung für Generator. Ja. Der hat keinen drin, aber der hat gesagt, komm, ich nehme die Vorbereitung. Abgas auch. Das ist Abgas und das ist, wir haben ja auch die Kühlleitungen über Dach. Dann läuft hier Vorlauf heißes Wasser, Rücklauf kaltes Wasser. Und da ist der Kühler von dem Motor über Dach. Echt? Ja, klar, dann kannst du den Motor, der hier drin ist, komplett hermetisch abriegeln. Deshalb sind die auch so leise. Wenn du dich da hinstellst, 2 Meter weg und hier läuft ein Generator, hörst du den nicht. Den hast du hörst du Wasserkühlung? nicht. Ja, Wasser. Klar, geht. Cool. Also das war schon mal schön zu zeigen. Generatoren brauchst du gar nicht einbauen. Sag mal, hier das Material Stahl, oder? Edelstahl oder Alu? Edelstahl und Alu. Hier ist Aluminium, im tragenden Bereichen ist Edelstahl. Da hinten geht er los mit Also hochfest, was für einen Stahl hast du denn? Ja, wir setzen natürlich QSCE-Stähle ein, ist ganz klar. In den hochtragenden Bereichen setzen wir nur QSCE-Stähle ein. Die sind hart oder wie ja, die haben eine hohe Zähigkeit. Also die sind erstmal unheimlich. Man muss sich das so vorstellen, normaler Stahl hat eine Zugfestigkeit, sage ich mal, von 37, 40 Kilopond und der hat um die 70, 75 rum. Also fast das Doppelte. Und der kann sich viel mehr dehnen. Also wenn ein normaler Stahl, sage ich jetzt mal, bei 1 Million Verwindungen bricht, dann braucht er 10 Millionen für. Also das ist ein ganz anderer Stahl. Den kriegst du nicht kaputt. Ja, den kriegt man auch kaputt, aber man muss den kennen. Man muss vor allen Dingen diese Stähle muss man bei der Bearbeitung kennen. Weil die sind sehr wärmeempfindlich. Man muss da genau wissen, was man tut, wie man die schweißt, wie man die Wärme behandelt und wie die sich danach verhalten. Also das ist schon, da muss man schon mal gemacht haben, sag ich mal. Ich finde auch schön, wie du das gemacht hast. Also hier mit den Gewinden, die überall drin sind, das ist alles verschraubt. Das heißt, das ist leicht zu reparieren für die Leute, die dann, wenn es mal einen Anfallschaden gibt oder so. Abschrauben und dann Neues dran. Ja. Neues dran. Das heißt, du musst nichts schweißen. Nee, die braucht man nicht schweißen. Meistens reparieren wir die Klappen. Also klar wird auch schon mal einer angelegt, der ist auch kaputt oder so. Aber wir haben so eine 300 Tonnen Richtpresse. Da kommen die drunter, da werden die gerade gedrückt, geschliffen, gespachtelt. Wenn es gar nicht geht, muss halt neu. Toll. Sag mal, kann man die jetzt aufmachen? Da ist ja der Wallout raus. Ja, natürlich. Geht. Ja, ich pass auf. Ich glaube. Ach so, die. Okay. Der hat keine elektrische. So, der hat jetzt. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wo kommen die Fahrräder rein? Ja, das Fahrradraum. Und hier kann man schön die Fahrräder reinmachen auf der Stelle, gell? Ja. Das ist aber auch wieder Kundenwunsch. Kann der Kunde genauso einrichten, wie er es gerne hätte. Ja. Das ist jetzt so, wir haben in den ganz neuen Fahrzeugen haben wir hier ganz andere Pumpen drin. Das ist hier unsere Wasserpumpe. Oh, hoppla. Das ist eine richtige Grundwasserpumpe. Da ist also keine. Ist es für die Heizung, oder? Nee, das ist eine Wasserpumpe. Für die Wasserversorgung. Fürs Frischwasser? Ja. Also da wo die andere Seaflow drin haben, ja, aber hast du eine Danfoss. Das Thema habe ich durch. Also und der hier ist nachgerüstet worden damit. Der hatte die woanders sitzen, sonst sitzt die hier nicht. So, da ist aber hier kann man die schön sehen. Da kann man mal sehen, so ob wir eine Pumpe einsetzen. Ne? Das ist nur für Wasser. Die Pumpe hat den Vorteil, die kann man vom Handy aus den Druck einstellen, Durchflussmenge. Und die sind natürlich brutal langlebig. Seitdem wir die Pumpen einbauen, die haben wir früher in die Rennwagentransporter eingebaut, wo richtig viel Wasser gebraucht wurde. Die baust du ein und vergisst die, denkst du gar nicht mehr drüber nach. Die funktionieren einfach. Die baust du ein und vergisst die. Ja. Sag mal, hier die Verrohrung, die muss ja auch flexibel sein, am besten, oder? Ja. Habt ihr das gut gelöst? Sind das so Presswerkzeuge oder wie? Ja, wir haben eigene Presswerkzeuge. Wir pressen unsere Hydraulikschläuche und alles selber. Ne? Und hier, guck mal, wie viel... Da ist nochmal ein Sieb drin, das kann man auch sehen, da ein Sieb für Frischwasser, damit er nochmal gefiltert wird, bevor er in die Pumpe geht. Aber wie viel Schrauben du verwendet hast? Ja, das kostet nicht dicht. Das ist wie so ein Sumpf da drin. Ne? Ah, verstehe. Okay. Ja, ich kenne das von meiner hier Pool. Überall die verzogen, aber das Beste ist hier drunter, der ist ja komplett beheizt hier unten drunter. Ne? Hier sind laufende Überleitungsrohre, hier sind Lüftungsgitter drin. Achso, wenn das Fahrrad mal nass ist, dann trocknet das. Wenn du im Winter deine Sachen hier drin hast, zum Beispiel Skier oder im Winter hast du in der Regel kein Fahrrad mit. Stimmt. Oder Skischuhe oder so, die sind morgens richtig trocken. Boah, ist das schön. Die Klappe hier, also nochmal Dimensionen, das sieht man sehr, sehr schön hier. Die Klappe ist groß. Ich nehme ins. Pass mal auf hier, das ist eigentlich das Entscheidende. Die Leute unterschätzen die Stauraum. Mir kannst die Schwiegermutter noch mitnehmen. Oder kannst du sogar ein Etagenbett reinmachen. Also 2 Meter. Zeig mir einen Stauraum. Also die sind wirklich groß. Ne? Du hast mich überzeugt. Hier vorne, da ist ein bisschen Steuerungstechnik. Ja, hier ist unsere ganze Steuerung, das ist zentral an einer Stelle. Das ist unsere E-Box, sagen wir dazu. Da ist alles drin. Auch die ganzen Module. Du kannst das hier aufmachen. Siehst du, wenn du dahinter guckst? Die kannst du hier aufmachen und runterklappen. Masterbus. Dann liegen die Module so vor dir. Ne? Hier ist die 1224 Volt Seite. Da die 220 Volt Seite. Ich habe gesehen, die Fahrzeugseite ist vorne im Fahrhaus. Fahrzeugseite ist vorne im Fahrerhaus. Und wir sagen der C-Modul dazu. Da sind so Sachen, wo Wasserpumpe draufhängt und solche Dinge. Das ist vorne.
Also ich hab so eine Verarbeitung nur mal gesehen bei Fahrzeugen, Bücherbusse oder sowas, die haben das auch so gemacht. Ja. Also wenn du dann so richtig hochprofessionelle für so Bankenfahrzeuge, also da habe ich das mal, aber in Reisemobilen sehe ich das nicht so oft. Ja gut, aber da kommen wir ja her, ne, aus dem Profi-Fahrzeugbau. Wir haben ja früher nur so Sachen gemacht. Oder dicke Tieflader mit 100 Tonnen Nutzlast, Kipper, alles Mögliche. Daher kommt auch die Erfahrung her mit der Hydraulik. Und dieses System im Grunde genommen, was wir hier haben, wo wir damit bauen, kommt eigentlich aus den Glastransportern. Aus den Glastransportern? Ja, die habe ich früher auch viel gebaut. Ja Achso, die müssen steif sein, oder? Ja, du kennst ja die Glastransporter, die fahren hohe Flächen, die haben auch in der Mitte ein Loch. Da kannst du durchladen, aber 4 Meter hoch fast. Und die haben auch Träger an den Seiten sitzen. Und da kommt eigentlich erst die Idee entstanden. Ne? Ich glaube, die aber müssen... Du musst dann alles mal gebaut haben, das kann man nicht mal eben so bauen. Ja. Die haben so Luftfederungen, müssen sehr steif sein, das habe ich gelernt. Also, dass die sich nicht verwinden. Ja. So, und da sieht man diesen Rahmen drumherum. Ist das vergleichbar mit Setra, diesem System? Nee, Setra ist selbsttragend. Sagt ja Setra, selbsttragende Konstruktion. Aber hier nicht? Nee, das ist anders hier. Der hat Gitterrahmenkonstruktion, der Setra. Das heißt, die Busse werden immer in Gitterrahmenbau gemacht. Hast du bestimmt schon mal bei alten Brücken gesehen. Da hast du unten einen Gurt, oben einen Gurt und dazwischen ist so ein Fachwerk. Brutal stabil. Und kann sich bewegen. Das ist Prinzip Setra. Der baut ja die ganzen Autos auch. Achso, der hat aber kein Loch hier drin, der Setra. Nein, die haben kein Loch drin. Die sind komplett so durchgebaut und werden dann auch mit Aluminiumblechen bespannt, wie die vom Köln kommen. Ne? So, das ist AdBlue. Das ist AdBlue-Tank. Ja. Da hinten ist ein bisschen Volvo noch. So, und hier ist der Motor dann dran. Ja. Hier die kann man aufschrauben, kann die wegschwenken, dann kommt man an die ganzen anderen Aggregate dran. Okay. Und da ist nochmal Schrauben. Das war das, was du eben gesagt hast. Durchladen, ja. Genau, was du eben gesagt hast. Da ist Hydraulik drin, da sitzen die Ventile. Also wenn man hier drin sitzt, kommt man wunderbar auch an die Ventile. Da ist noch eine Nothandpumpe, falls mal irgendwas ausfahren sollte. Man kann also alle hydraulischen Funktionen auch mit einer Handpumpe noch fahren. Ne? Guck mal hier, das ist der Busmotor. Ja. Und mit der Belüftung, da gibt es ja Vorgaben, wie das... Absolut einhalten, das ist wichtig. Ja. Und das hast du ja auch gebaut hier. Wie ist das hier aufgebaut? Ist es verstellbar? Ist es fest? Nein, das ist fest. Das ist natürlich, also es gibt Karosserie-Baurichtlinien. Da sagt der Bushersteller bzw. der Motorenhersteller, sagt, pass auf, du musst so und so viel Quadratmeter, so und so viel Durchfluss, Ansaugung ist da, zum Beispiel Luftansaugung Motor. Der ist jetzt luftgekühlt nochmal. Also Nein, der ist nicht luftgekühlt, aber der braucht ja Luft zum Verbrennen. Das ist die Ansaugluft. Die ist die Ansaugluft für den Motor. Ja, genau. Das habe ich mal gesehen bei einer Fähre. Ja. Die hat ja etwas andere Dimensionen und da hat der so die ganze Zeit, da kann man es mal richtig hören. Da kann man hier auch richtig hören. Da gehen ja die Haare so rein, wenn du daneben stehst. Aber jetzt, der hat ja wahrscheinlich auch einen hydraulischen Kühler dahinter. Also das praktisch ein Ventilator, der dann nochmal durchbläst. Oder hier. Der Kühler ist nicht hydraulisch, der Lüfter dahinter ist. Der Lüfter ist hydraulisch, das meine ich. Also, der Lüfter wird hydraulisch angetrieben, der ist natürlich temperaturgesteuert. Ne? Der füllt die Motortemperaturen ab. Das meinte ich. Also sag mal, warum ist der hydraulisch? Weil ich merke ab und zu mal, der hängt ja auch wahrscheinlich auf der Antriebsachse. Oder wie ist der Lüfter, wie ist der verbunden? So, Hydraulik bietet sich an, weil der sowieso eine Pumpe hat, der hat ja auch Lenkung und alles. Aber Hydraulik kann ich natürlich viel mehr Kraft draufsetzen als auf so einen Elektromotor. Und kann den auch sauber steuern. Okay. Und deshalb hat sich das nicht durchgesetzt mit den hydraulischen Lüftern. Und der muss ja auch immer funktionieren. Wenn der ausfällt, ist der Motor läuft dann immer. Schlecht, ja. Aber das zeigt dir vorne an dann. Ist auch kein Keilriemen drauf, geht also über 2 Leitungen, zack. Wird der schnell warm und braucht er den Lüfter oder ist das eher selten? Die laufen ja im ziemlich niedrigen Drehzahlbereich. Die laufen so zwischen 1200 und 1300 Touren im optimalen Bereich. Und dann schnurrt er da so vor sich hin. Hast du den Motor schon mal kaputt gehabt? Eigentlich ein Volvo? Wir haben einmal einen Motor kaputt gehabt. Das Auto war aber schon 20 Jahre alt. Hatte erstaunlicherweise aber erst 200.000 gelaufen. Aber ich vermute, der Kunde hat die Intervalle vom Ölwechsel so nicht eingehalten. Du sagst einmal im Jahr? Bitte? Einmal im Jahr. Ich sag, der braucht erst bei 100.000, aber die fährst du ja in 5 Jahren nicht. Oder in 10 nicht, wie manchen. Dann sage ich, schmeißt einmal im Jahr das Öl raus. Wer so ein Auto fährt, der muss da einfach investieren. 40 Liter hast du gesagt. Bitte? 40 Liter. 40 Liter. 45 Liter, je nachdem, was da für ein Motor drin ist. So, und das ist der Wall-Out. Ich zeige es euch mal von hinten nochmal. Vielen Dank, Gerhard. Hat mich aufgehalten. Überall noch Begrenzungskübel. Der Stand hier, wie lange hast du genau diesen Stand hier eigentlich schon? Also ich bin jetzt, dieses Jahr sind wir das 26. Jahr hier in Düsseldorf. Immer der Stand hier? Nein, wir sind immer gewandert. Wir sind von der Halle, ich weiß nicht, 12, in 14, in 5. Das ist noch ein bisschen rumgelaufen. Komm, wir gehen mal rein. Wir wollten eigentlich eine Viertelstunde machen mit dem Auto. Weißt du noch? Ja, habe ich gesagt. Komm, wir machen eine Viertelstunde. Jetzt verquatschen wir uns hier. Komm, wir gehen mal rein, schauen uns das an. Das Auto selber, aber jedes Mal entdecke ich was anderes hier.
Und auch hier wieder das schöne Holz Eiche gekalkt. Eiche, ja. Eiche gekalkt. Da ist jetzt, also in letzter Zeit habe ich das öfter verkauft. Ja, ist ja auch nicht so hässlich. Also hässlich ist es nicht. es passt zu den hellen Oberflächen genial. Ja. Okay, mal rein schnell. Und dann der erste Eindruck, beim 11er fehlt ja ein Meter und Meter ist ja im Fahrzeugbau schon viel. Ja, grundsätzlich schon, aber so richtig merken kann man, glaube ich, hier nicht. Nee, die Sitzgruppe ein bisschen kürzer. Ja, ist überall ein bisschen abgeknabbert. So, jetzt kommt's, jetzt mach mal zu. Die Fenster sind, aber wenn die Fenster jetzt zumachst, hörst du nichts mehr da draußen. Ich glaube, hier die große Scheibe kann man nicht so gut schallisolieren, oder? Nein, da bist du natürlich dran gebunden, ne? Die können wir nicht doppelt isolieren, das geht nicht. Deshalb gehen wir her und fahren hier mit den Rollos runter. Und dann ist ruhiger, ne? Und dann ist ruhiger, ja. Ist schon ruhig, ja, weil da vorne sind die Fenster noch offen. Hier hast du ein Soundsystem oben reingebaut. Ja, ich sag mal, das ist unser Standard-Soundsystem. Der hat dann hier diese 2 Lautsprecherboxen hier, die in der A-Säule. Klingt gut. Ja, ist schön. Also für mich reicht das vollkommen aus. Ich meine, mit so einer Burmesteranlage wie vor 3 Jahren kann man nicht vergleichen. Ne? Das ist schon ein absolutes Klangerlebnis. Gut, die war ja auch so teuer wie ein Wohnmobil hier. Ja, oder wie ein Haus. So, das heißt, der Boden ist echt. Ja, ist immer echt. Wir benutzen nur echte Materialien. So, und das habt ihr jetzt ganz neu. Ihr habt die Möglichkeit, diese Rautenmuster selber jetzt zu machen. Ja, das ist ein leichtes. Genau, das geht auch da über. Ja, da ist nicht nur eine Stickmaschine, die kann auch Löcher machen hier, so perforieren und so. Ne? Das ist schon eine aufwendige Maschine, aber macht Spaß zuzuschauen. Und ich sage ja immer wieder, wir sind so ein bisschen maschinenverliebt. Meine Jungs sind genauso verrückt. Und alles, was wir so haben, investieren wir eigentlich in den Betrieb und in Maschinen. Auch hier vorne die Belederung, das könnte man auch im Maybach sehen lassen, ne? Ja, das wird auch bei uns gemacht, alles, ja. Boah, es ist so schlichte Das ist auch nicht nur Eleganz. einfach hier drauf geklebt, ne? Muss ich auch mal wieder sagen, muss man hier drauf packen. Ja, Siehst du das? ja, Da ist ein Material hinter, was das Leder immer wieder auf Spannung bringt. damit das nichts. Ja, das ist natürlich alles aufwendig. Ich kann das Leder auch einfach hier zack drauf und fertig, aber das ist natürlich hier eine andere Nummer, ne? Auch von der Haptik her. So, das Cockpit. Dann hier kannst du den nochmal runterlassen. Die Schlaffunktion ist immer dabei, ne? Bei der Sitzgruppe. Nicht, also das ist auf jeden Fall aufpreispflichtig, aber in letzter Zeit wird sehr oft genommen, meist für Enkelkinder oder wenn mal Besuch kommt, dass man mal die Möglichkeit hat. So, und hier hast du den Wohnraumteppich. Guck mal, das Auto ist jetzt leer und du hast hast eine tolle Akustik. Ja, toll. Wenn wir die Fenster zumachen, ist hier auch ein Raumklima, das ist ein tolles Raumklima. Ja. Ist aber auch schön mit den grauen Klappen hier, mit dem Ganz anderer Style, ne? dunkles Holz hier. Da vorne ist so ein kaffeefarbenes. Oh, ist das schön. Ganz modern. Also ist gar nicht so. Erinnert mich sehr stark an ein High-End-Hotel, aber dann nicht, weißt du, die Zimmer, sondern, weißt du, nur so eine Lobby, so eine Bar. Du willst mir das zeigen. Was denn? Ich weiß gar nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Nee, Ist ja jetzt noch ein bisschen Hype. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. den Thermomix. Den Thermomix. Hast du echt einen Thermomix drin? Ja. Ja, als du gesagt hast, man liebt ihn und man hasst ihn, da wusste ich, was es war. Aber nee, ein Thermomix, also die Leute, die den haben, lieben den. Ja, klar. Also ist, Aber ich habe auch viele, die den hassen. Oder aber nachher haben sie dann doch einen. ja, haben sie einen, vielleicht benutzen ihn nicht, aber viele benutzen ihn auch. Das Coole ist, der hat so ein Display drin und der sagt dir, was du reinmachen musst und Kann ich auch drauf kommen. kannst du auch drauf bauen. Ja. Aber siehst du, so Sachen machen wir natürlich auch. Kunde wollte den Thermomix, also kriegst du einen Schrank dafür. Kriegt einen Thermomix. Ja. Und muss funktionieren, ist fest angeschlossen, die ganzen Zubehörteile sind dabei, die Bedienungsanleitung. Zeig mal bitte dieses Umlaufende, diese Dichtung hier. Also Ach so, ja. das macht doch kein Mensch sowas. Na, ist doch aufwendig. Ne? Vor allen Dingen, das ist ja nicht nur die Dichtung, du musst auch die Scharniere dementsprechend und die Verschlüsse machen, die müssen auch den Druck aushalten. Damit eben nichts klappert. Ja, da klappert nichts. Das klappert komplett einfach nicht. rundrum Nee, laufend. das klappert einfach nicht. Aber du hast natürlich andere Probleme. Ne? Du kriegst viel mehr Drücke auf Scharniere und hier auf Verschlüsse und so. Da muss man auch wissen. Da muss man genau einstellen und so. Muss man wissen, was baut man da ein. Ja, ich habe letztes Mal wieder ein Schräubchen verloren drin, weil wieder mal dran gezogen. Und das ist echtes Holz drin, gell? Das Ja, ist ist echtes Vollholz. Nein, ist kein Vollholz. Das ist eine furnierte Platte. Okay, damit die nicht arbeitet. Aber die ist echt Holz. Ne? Also echt Furnier. So wollen wir mal. Das hier ist auch ziemlich neu. Das ist so eine Grashaptik. Muss man drauf fassen. Kannst jetzt nicht. Ja, nee, kann Aber ich nicht. ist so eine Grashaptik. Kann man sehen. 3D Ja. kann man so erfühlen. Habe ich auch viel mit rumgebastelt. Als wir das erste Mal verpresst haben, haben wir natürlich platt gedrückt. Da haben wir uns besondere Platten gebaut, damit die Struktur erhalten bleibt. Weil wir verpressen das ja, wir furnieren Macht das. ihr selber? Ja, sicher. Weil wir sollen es sonst machen. Machen wir selber. Komplett verpressen. Wir machen auch diese ganzen edlen Furniere, wie Makassa.
Die nähen wir zusammen, die legen wir erstmal dahin auf einer riesigen Fläche, dass das Bild passt. Dann nähen wir die zusammen und dann machen wir die Schränke darunter, die Platten und dann wird das alles genau aufgeteilt. Also das muss man sich mal angucken, das ist schon nicht schlecht. Hier ist noch ein schönes Gimmick da mit der Kaffeemaschine. Da haben wir jetzt in den letzten Autos fast überall drin. Immer wieder gern genommen, oder? Ja, das ist so eine Ecke, weißt du, die ist nur tot oder liegt irgendwas hinten drin, was keiner Mensch mehr braucht. Und hier hat man die wirklich schön genutzt. Ne? Ja, ich habe das bei deinem Sohn schon erwähnt. In einem anderen Auto war auch eins drin. Da habe ich gesagt, drin, ja. Das können wir auch mal zu Hause einbauen, sowas, oder? Ja, ja gut, da hast du auch so Ecken, wo die tot sind oder wo nur Material drin steht, was du eigentlich nie brauchst. Nur zu Hause hat man generell mehr Platz. Hier ist ja natürlich optimal. Ja, was ich aber krass finde, ist, viele beschweren sich darüber, dass alle Geräte irgendwie im Weg stehen. Dein Sohn hat mir letztes Mal gezeigt, da war ein Brotschneider eingebaut. Das war so hier. Ich weiß nicht, ob der hier auch drin ist. Ja, der hat den, glaube ich, drin. Der hat den nebenan und das ist einfach eine Brotmaschine. Die klappst du aus einer Schublade raus. Ja, genau. Das ist praktisch. Viele haben den hier drin, aber der hat zu wenig Platz. Oder hat der den auch drin? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, hat er nicht. Aber ich glaube, der hat den drin, ja. Mit der Brotschneidermaschine. Das ist schön. Der 11er ist ein bisschen günstiger? Als der 12. Ja, ist klar. Die sind natürlich vom Preis auch unterschiedlich. Der ist jetzt nicht viel, aber ist immer ein bisschen ein Stückchen. Ein Meter mehr, ein Zwölftel mehr. Entscheidend ist, dass der hier den großen Motor hat. Ne? Ihr verkauft die ja nach laufendem Meter, nehme ich an. Wie die Küchenbauer bei Poco. Ja. Die machen eine 5 Meter Küche. Ja. Aber wenn du jetzt hingehst, so ungefähr, wie läuft denn das jetzt ab? Wenn ich jetzt bei dir ein Angebot einfordere, dann geht da ja viel Zeit rein in so ein Angebot. Wie kannst du denn abschätzen, ob der Kunde wirklich einen Kaufwunsch hat? Oder merkst du das? Kannst du gar nicht abschätzen. Also Kunde macht viel Arbeit? Es geht in alle Richtungen, ja. Also wir haben schon die irresten Sachen erlebt. Aber grundsätzlich ist es so, man merkt das schon, wenn einer wirklich Interesse hat. Es gibt einfach so ein paar Parameter, die wir wissen in den Jahrzehnten, die wir zugange sind, wo wir eigentlich ziemlich hohe Trefferquote haben, wo wir sagen können, das ist ein Kunde für uns oder nicht. Natürlich hast du auch Leerlauf, schreibst auch Sachen, die in der Herz zerkniet hast, ist aber normal. Der muss aber auch ein bisschen zu euch passen, der Kunde. Ne? Ja, das ist ganz wichtig. Sonst funktioniert das nicht. Weil du musst dir Folgendes vorstellen, wenn du so ein Fahrzeug baust, kommst du sehr nah an die Leute ran. Du musst über die Lebensgewohnheiten Bescheid wissen, über die Vorlieben, die Leute haben, über Toilettenbenutzung muss man reden, über Schlafgewohnheiten. Also es wird schon sehr intim. Schnarcht der Mann. Ansonsten kann man so ein Auto nicht optimal bauen. Dann muss ich ein Standardprodukt nehmen. Also das heißt, am Ende des Tages muss der Kunde ja so zufrieden sein, dass er zufrieden aus dem Haus geht. Genau. Der muss das Auto haben, was er sich erträumt hat. Und da versuchen wir genau den Punkt zu treffen. Also das Konzept Wallout hat mich überzeugt, weil du hast einen Slideout über fast die ganze Länge. Ja. Und damit kannst du ganz anders, sag mal, wie wird denn das gebaut? Wird erst der Wallout fertig gebaut und dann eingesetzt? Oder wie läuft das? Es ist so, wir machen, kann ich ruhig erzählen, wir fräsen die Außenwände auf einer riesigen Maschine und perforieren diese Platte. Ja. Die wird perforiert. Ja. Das heißt also, die Außenplatte bleibt drin. Dann wird das Fahrzeug gebaut, also die ganze komplette Karosserie wird gebaut mit den ganzen Verschrägungen, Rohrrahmen, alles was drin hat. Und dann wird diese Perforation rausgenommen, diese Platte kommt raus. Und aus dieser Platte wird dann der Wallout gebaut. Weil dann ist das Original 1:1 die Platte, die hier drin war. Weil du hast selbst auch, wenn du mit einer CNC-Maschine fräst, auf 12 Meter Länge hast du Toleranzen. Ach so, damit die genau da reinpasst. Genau. Ja. Da hast du Toleranzen. Das liegt manchmal nur im Zehntelbereich, das kann aber auch im Millimeterbereich liegen. Wenn ich dann vorne 3 mm plus und hinten 3 mm minus, dann habe ich 6 mm schon. Weißt du, und wenn ich die dann woanders reinsetzen würde, wird das schwierig. Und deshalb fräsen wir, perforieren die und nehmen genau die Platte so raus, wie sie drin gesessen hat, bauen den Wallout und setzen den ein. Passt immer. Wie kriegst du die da raus? Die wiegt ja ein bisschen was. Ja, oder? Wir haben ja Krananlagen dran. Wir haben schwere Kräne da. Saug oder wie? Ja, da sind so Sauger drauf. Da fahren wir an der Seite dran. Und dann hängt ein Kran da drüber. Und dann saugt ihr die und dann fahren wir die so weg. Weil wenn die runterfällt, war es das. Ja, die sind schwer. Ja, die sind schwer. Ja, gut, die Mittel muss man dafür haben, das ist schon klar. Und der Ausbau, der wird aber erst drin gemacht, das heißt dann später. Grundsätzlich. Das Schöne ist natürlich, wenn das bei uns in der Fertigung ist, dann steht hier das Fahrzeug und wenn dann die Wand raus ist vom Wallout, dann wird der Wallout daneben gebaut und dann habe ich hier die ganze Fläche offen. Das heißt, wir haben von der Montage unheimlich leicht, weil wir können dann durch die ganze Fläche ins Fahrzeug rein und raus. Früher war das so. Achso, das war noch nicht. Da musste alles durch die Tür durch. Die Tür durch, Hubbetten. Ja, da standen sich 20 Mann im Weg. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr. Ne? Und im Grunde genommen ist hier unglaublich viel Technik drin. Man muss sich mal vorstellen, hier ist ja auch Hydraulik für den Wallout, hier ist Elektronik, hier ist Elektrik, hier ist Heizung drin, hier ist Abwasser drin. Das läuft alles mit rein und raus. Und das ist ja auch alles dahinter, das muss ja auch montiert werden. Und das wird dann an einem separaten Platz, wenn der Wallout daneben steht, wird das da montiert. Was ich krass finde, ist, dass du überhaupt nicht mitkriegst, wenn du hier drin bist, dass überhaupt ein Slideout drin ist. Es fühlt sich so an, als wäre es einfach nur breiter.
Das ist 50 cm, nee 60. Der geht hier 500. Wir gehen raus bis 1,20 Meter, aber das geht wieder mehr so in Motorsport. Weil man muss sagen, je breiter die werden, je komplizierter wird es im Innenraum, den zu benutzen, wenn er eingefahren ist. Und die Maßgabe hat man bei einem Reisemobil in jedem Fall. Wenn man mit dem Fahrzeug unterwegs ist, hat man nicht immer die Möglichkeit oder will auch nicht immer den Wallout rausfahren. Ich muss aber trotzdem auf Toilette, ich muss nach hinten, ich muss das Auto auch bedienen können. Ne? Also der ist 3 Meter breit jetzt? Der ist dann 3 Meter breit. Ja. Okay. Ja, und dann ein schönes Queensbett hier drin. Du kannst rumlaufen, das ist wie zu Hause. Und auch die Einstiegshöhe ist wie zu Hause. Ja, die kannst du auch bestimmen. Ne? Ja, es gibt ja viele Fahrzeuge, musst du dann reinklettern. Hast keine Stehhöhe mehr, das ist hier alles nicht so. Ja, das ist genau das Problem hatten wir ja auch mit den Actros und mit den Artegos, mit den Frontmotoren, ne, wo die Autos von hinten reinkommen. Da hast du einfach das Problem. Früher waren Smart, da konntest du doch einigermaßen mit dem Bett kompensieren, aber mittlerweile wollen die Leute immer größere Autos haben. Das heißt, die PKWs, die da reinkommen, stehen immer weiter hier in den Innenraum rein. Und je mehr musst du überbauen, je ungünstiger wird er natürlich für den Innenraum. Wie hoch ist er denn? Der ist 3,85, ja. Also keine 4 Meter? Nee, das ist keine 4 Meter. Das ist gut, weil das ein bisschen Reserve ist ja nicht schlecht. Ja? Nee, ist nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal. Also das ist, eure neue Stickmaschine ist wieder ein bisschen gelaufen, ne? Ja, klar. Hier vorne ist, das sieht aus wie in Wien. Der Prater, was irgendwie sein könnte. Hier vorne hast du wieder eine ganz andere Optik. Und das ist Standard 11er hier, der Ausbau? Nee, das ist auch für den Kunden speziell gefertigt. Ne? Der 11er von der Karosserie, so wie er steht, ist 11er einfach. Aber ganz schlicht. Guck mal hier, die Optik, symmetrisch. Ja. Fernseher wieder in der Mitte, dass man gerade drauf gucken kann, nicht um die Ecke rum oder so. Gut, der Spiegel ist ja sensationell. Der Blickachse ist offen und jetzt wird sie doppelt so groß. Ja. Und an der Stelle, wo ich mich nicht selber sehen will, dauernd ist Spiegel weg. Das ist gut. Genau. Muss ich mich nicht sehen. Du bist ja relativ barrierefrei hier. Ist ja auch, die Steuerung, die ist neu. Ihr habt ja ein neues System. Guck mal, die gehst du so drum rum, ne? Ja, habe ich gerade gemacht. Ja, das ist. Ich laufe einfach. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das Bett quer hat einen riesen Vorteil. Du kannst rausgucken. Sehr schön. Ja, und noch ein Vorteil. Kann natürlich jeder für sich aussteigen. Sonst muss der eine über den anderen drüber. Oder wenn du ein Bett an der Seite gestellt hast, haben wir ja auch gemacht mit den Heckgaragen, da muss der wieder hier vorne rauskriegen. Ist unangenehm nachts. Also besser wieso geht einfach nicht. Deshalb sage ich immer, Performance-System ist ohne Kompromisse. Man muss aber nur mal richtig so ein Auto sehen und drüber nachdenken. Man muss es erklären. Ja. Es geht nicht nur um die Mittelgarage. Es geht um das Ganze, was daraus entsteht. Also, ich habe verstanden. Du hast einen Boden durchgehend von vorn nach hinten. Du hast hier natürlich einen Absatz. Eine Stufe hast du, aber das ist, tut auch dem Raum gut, weil hinten hast du ja eine andere Ebene. Die stört eigentlich gar nicht. Stört gar nicht, ne? Man könnte die auch wegmachen, aber... Rollstuhlfahrer, hast du das schon mal gehabt? Ja, habe ich auch schon gehabt. Aber die müssen dann anders aussehen, die Autos. Ja. Da muss man dann auch mit einer Hebehilfe arbeiten und so. Geht aber. Ja, klar. Kannst du machen. Kannst du mir mal so einen Schrank mal bitte öffnen? Natürlich. Sag mal so nett. Hier unser Baldachin aus Holz. Da sind natürlich Klamotten dran, aber ist eigentlich egal. Ne? So, ja. Aus dem. Das sind so unsere Messesachen hier. Das geht natürlich da komplett hinten rein. Ne? Muss man auch mal sehen. Die Klimaanlage auch schön versteckt hier oben drin. Der Zug ist sehr langsam von der Klimaanlage. Ja, den kann man ja einstellen vom Biss. Und man muss den durchkühlen, ein bisschen Drehzahl. Und dann fährt man den runter und dann säuselt der nur. Der hat ja so einen Nachtbetrieb. Dann säuselt die nur so dahin. Hört man den Kompressor stark? Nee, der ist ja weg. Ist ja ganz woanders. Ganz vorne. Ja, Achso, der Kompressor ist vorne und das andere und der Motor ist hinten. Ja. Und wenn du schläfst, der Motor aus. Will ich ja nicht den Kompressor von der Klimaanlage. Ja, klar. Das macht ja Sinn. So, das Badezimmer, komm, wir haben den schon oft gezeigt, aber das Badezimmer muss man immer wieder zeigen. Du hast im letzten Auto so eine Glasscheibe verwendet, die kannst du milchig machen auf Knopfdruck. Ja. Hier ist sie milchig. Die ist geklebt. Kannst du wieder abmachen, wenn du willst. Das kannst du abklappen, der hat das nicht. Aber da hinten der Erste, der hat das mit der milchigen. Also Dusche und Sternenhimmel. Das fräst jetzt auch der Roboter jetzt, der Sternenhimmel? Ja, das fräst der Roboter. Der hat jetzt hier noch kein Sternbild drin. Ja, aber schick. Also auch der fräst natürlich die ganzen Lampen und alles und die Schrägen, die an der Seite drankommen. Das ist ein Glasfaser, nehme ich an. Das ist Glasfaser, ja. Hier reinmacht. Wenn du mal gerade bitte das Klo mal öffnest für mich. Festtanktoilette, was hat die für ein Volumen? Der hier hat 350 Liter. 350 Liter. Schwarz. Ja, schwarz. Und 500 Liter Frischwasser. Nee, der hat mehr. Der hat 700 Liter Frischwasser. Das ist der große. 700 Liter Frischwasser und hat 650 Liter Abwasser. Fast eine Tonne Frischwasser. Ja, macht er. Gut, das heißt, wenn der kürzer ist, hat er auch mehr Zuladung, oder? Ja, kommt auch noch dazu.
Aber das ist jetzt eigentlich nicht mehr das Problem. Das Problem haben wir am Anfang gehabt. Da habe ich natürlich außen mit Trägern gearbeitet, das hatte Gott verboten. Das war einfach zu brutal. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du so ein Produkt anfängst, das ist völlig neues Produkt, du weißt selber nicht, wie benimmt er sich in der Praxis, dann geht man immer als Konstrukteur ein bisschen massiver daran. Und das war ein bisschen arschmassiv. Also die ersten 5, 6 Autos haben wir schon, die waren alle über 18 Tonnen, das war ein Problem. Ne? Dann haben wir dann mit anderen Batterien und so haben wir kompensiert, teilweise haben wir ein paar Sachen umgebaut. Aber jetzt mittlerweile sind die von den Feinkaubaustellen her so gebaut, die passen 100%. Jetzt mal eine Frage, darf man nicht über 18 Tonnen? Du kannst doch 19 Tonnen machen. Die sind ja technisch für 21 Tonnen zugelassen, weil es gibt ja auch Länder, die haben 21 Tonnen. Wir kriegen hier teilweise auch 19 Tonnen zugelassen oder 20 Tonnen. Aber nicht in Deutschland 18 Tonnen nur und in der Schweiz sowieso nicht. Warum nicht? Ja, das sind unterschiedliche Bestimmungen. Von Land zu Land sind die total unterschiedlich. Und deshalb bauen die Volvos oder die anderen auch maximale, also 21 Tonnen wäre Betriebsgewicht, maximal. Ach so, der Hersteller Volvo hat das Fahrgestell. Dieses Fahrgestell, so bei allen Autos 21 Tonnen. Jetzt habe ich es, okay. Die Räder, die Chassis. Ich kann aber in Deutschland bis 26. Ja. Nein, nicht mit 2 Achsen. Mit 2 Achsen kann ich 18 Tonnen. Mit 3 Achsen kannst du 3 Achsen 26 Tonnen. Okay, verstanden. Sehr schön. Was ist das für ein Schalter? Das war der für die Kaffeemaschine? Für die Kaffeemaschine. Okay. Also nochmal ein kurzer Blick hier rein. Schaut euch bitte alle anderen Videos an. Die Firma Volkner ist ein absoluter Hammer-Handwerksbetrieb. Ihr habt alles an Gewerken, was es, glaube ich, gibt im Handwerk. Dachdecker auch? Dachdecker haben wir auch, wirst du lachen. Ja. Der macht bei uns Haus- und Hofdienst. Und macht ab und zu mal ein Dach dicht. Wir haben sogar einen Maurer bei uns im Betrieb. Maurer im Betrieb, das heißt, ihr habt alle Handwerker. Da muss ich sagen, er ist ein super Kerl. Der ist über 80 schon, aber ist ein Rentner, kommt immer nebenbei und macht alles, was mit Maurerarbeiten noch zu tun hat. Und ist froh und glücklich, dass er den Job hat. Du siehst dich ja auch als Handwerker, oder? So ein bisschen. Klar, ich bin mit Leib und Seele Fahrzeugbauer. Was hast du gelernt eigentlich? Ich habe Karosserie und Fahrzeugbau gelernt, im Fahrzeugbau. Und Meister gemacht? Danach Meister. Ich habe erstmal mit 14 bin ich in die Lehre gekommen, habe ich Karosserie und Fahrzeugbau gelernt. Schweren Fahrzeugbau, dann habe ich da 6 Jahre immer Koch gearbeitet und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, der Rest ist Geschichte. Ich muss los. Vielen Dank, Gerhard Volkner. Vielen Dank fürs Einschalten. Lass mich raus. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Ich komme auf jeden Fall zwischendurch mal bei euch in Wuppertal vorbei. Das kriegen wir hin. Wir müssen mal fahren. Und dann zeigen wir mal die Fertigung. Wie das Ganze, nicht die Fertigung, wir fahren mal. Wir fahren erst mal. Also die Fertigung zeigen wir in ein paar Jahren, denn ihr baut gerade massiv um. Wir sind gerade massiver umstrukturieren, deshalb ist das vom Maschinenpark, die sind ein bisschen in verschiedenen Hallen und wir konzentrieren jetzt alles. Das wird dann alles ganz schön und dann irgendwann zeigen wir das. Dann möchte ich das auch mal zeigen. Gott, sehr schön. Tschüss, Gerhard. Danke, ciao.